Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute wird's richtig spannend. Ich fang mal mutig an. Der wichtigste Mensch in deinem Leben, das bist du. Nicht dein Partner, nicht deine Mutter, nicht dein Chef. Du. Oha, Jonas, starker Satz. Viele denken jetzt bestimmt, klingt ganz schön egoistisch. Und genau da wird's spannend, weil es das Gegenteil ist. Warte, ich erklär's mit einer Sache, die ich mal im Flugzeug gelernt habe. Im Flugzeug? Echt jetzt? Kennst du diese Sicherheitsansage? Wenn die Sauerstoffmasken fallen, erst deine eigene aufsetzen und dann erst dem Kind neben dir helfen. Stimmt, das sagen sie wirklich in jedem Flug. Zuerst du, dann die anderen. Und warum? Ohne Luft kannst du niemandem helfen. Wenn du selbst ohnmächtig bist, rettest du kein Kind. Ganz einfach. Okay, kurz zu uns, falls wir uns noch nicht kennen. Ich bin Lena, das ist Jonas. Und heute geht's um Selbstliebe. Also, dich selbst gern haben. Ganz praktisch, für den Alltag. Ohne Kitsch, versprochen. Wir schauen, was heißt das echt im Alltag? Mit Job, Familie, Behörden, dem ganz normalen Leben hier in Deutschland. Und wenn dir das gefällt, abonnier den Kanal, dann verpasst du keine Folge. Ein Klick, mehr nicht. Kleiner Tipp fürs Deutschlernen. Mach unten die Untertitel an, das CC. Dann liest und hörst du gleichzeitig. Das hilft enorm. So, jetzt aber. Dieses Wort. Selbstliebe. Ehrlich, Jonas, ich fand's lange kitschig. So Postersprache. Lieb dich selbst. Alles wird gut. Ach komm. Das verstehe ich total. Ich glaube, das Wort ist auch ein bisschen kaputt. In den sozialen Medien ist Selbstliebe oft teures Bad, Kerzen, Schokolade. Nett, aber nicht der Kern. Was ist denn der Kern? Für mich. Dich selbst behandeln wie einen guten Freund. Nicht härter. Merkst du eigentlich, wie du mit dir redest, wenn du einen Fehler machst? Oh ja, ich sag Sachen zu mir, die ich zu keinem Freund sagen würde. Bist du dumm? Typisch du. Sowas. Genau. Einem Freund würdest du sagen, hey, passiert, das kriegen wir hin. Und bei uns selbst. Diesen freundlichen Ton machen wir einfach nie an. Guter Punkt. Selbstliebe ist also keine Kerze. Es ist der Ton, in dem du mit dir redest. Genau. Und jetzt kommt ein Teil, über den kaum jemand spricht. Vor allem, wenn du neu in ein Land kommst. Nach Deutschland zum Beispiel. Erzähl. Du funktionierst nur noch. Sprache lernen, Job suchen, Amt, Wohnung, Kinder in die Schule. Und für dich selbst? Null Zeit. Jahrelang. Und man denkt, später. Wenn alles läuft, dann kümmere ich mich um mich. Aber dieses später kommt nie. Nie. Ich habe mal mit einer Frau geredet. Eine von vielen, die das so erleben. Arbeit, Kinder und abends noch die kranke Mutter am Telefon. Sie hat für alle gesorgt, nur nicht für sich. Und für sich? Und sie sagte einen Satz, den vergesse ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mag. Sie hatte sich selbst verloren. Irgendwo zwischen all dem Sorgen. Puh, das trifft. Ich glaube, viele hören das jetzt und denken, das bin ich. Wahrscheinlich. Und da steckt ein Denkfehler drin. Wir glauben, wenn wir für uns sorgen, nehmen wir dem anderen was weg. Als wäre Liebe ein Kuchen. Mein Stück, dein Stück weniger. Aber so ist es nicht? Nein.
Es ist eher wie ein Feuer. Wenn dein Feuer aus ist, kannst du keins mehr weitergeben. Wärmst du dich selbst, hast du auch Wärme für andere. Schönes Bild. Aber mal ehrlich, Jonas, wo ist die Grenze? Wann ist es Selbstliebe und wann einfach Egoismus? Sehr gute Frage. 2 Wörter, die viele verwechseln. Selbstliebe und Egoismus. Erklär den Unterschied. Egoismus heißt, ich zuerst, egal wie es dir geht, auf deine Kosten. Selbstliebe heißt, ich zähl auch, genauso viel wie du. Nicht mehr, nicht weniger. Ha! Also nicht ich über allen, sondern ich auch. Ich bin auch ein Mensch, der zählt. Genau. Und dazu ein Ausdruck, den ihr euch aufschreiben solltet, Grenzen setzen. Ganz einfach zum Beispiel, nein, das schaffe ich heute nicht. Das ist gelebte Selbstliebe. Grenzen setzen? Ja, das klingt so leicht. Ist es aber nicht. Bei uns zu Hause war Nein sagen fast unhöflich. Man hilft, Punkt. Das kenne ich aus vielen Kulturen. Familie geht vor. Immer. Und das ist auch was Schönes. Aber es hat einen Preis, wenn du nie Nein sagen darfst. Welchen Preis? Du wirst müde, innerlich leer. Und irgendwann bist du wütend auf Menschen, die gar nichts dafür können, weil du selbst nie Stopp gesagt hast. Ha! Das ist unangenehm wahr. Man ist sauer auf die anderen, dabei hätte man einfach mal Nein sagen müssen. Und weißt du, was interessant ist? Ein ehrliches Nein macht deine Ja's wertvoller. Wenn du immer Ja sagst, ist dein Ja nichts wert. Es ist ja Pflicht. Oh, das ist gut. Ein Nein macht das Ja echt? Sag das nochmal für die, die mitschreiben. Gern. Wer nie Nein sagt, dessen Ja bedeutet nichts. Ein kleines Nein am richtigen Ort ist ein Geschenk. An dich und an den anderen. Okay, jetzt provoziere ich mal. Klingt das nicht sehr deutsch? Dieses meine Grenze, mein Raum, meine Zeit? Bei mir zu Hause würde man sagen, kalt. Interessant, dass du das sagst. Es gibt ein deutsches Wort, das ich dafür liebe. Feierabend. Feierabend. Das kennt jeder, der hier arbeitet. Denk mal drüber nach. Feierabend. Die Arbeit ist vorbei und der Abend gehört wieder dir. Ob das Wort ursprünglich genau so gemeint war oder nicht, das Gefühl steckt drin. Jetzt ist Schluss. Jetzt bist du dran. Krass, so habe ich das nie gehört. Feierabend ist eigentlich eine kleine Erlaubnis. Jetzt darf ich für mich da sein. Und das ist nicht kalt. Wer Feierabend macht, mal ausschläft, mal durchatmet, der ist am nächsten Tag ein besserer Freund. Vater, Kollege. Für alle. Also ist Selbstliebe am Ende auch ein Geschenk an die anderen. So sehe ich das. Die volle Batterie hilft allen. Die leere Batterie hilft niemandem. Auch dir nicht. Jonas, eine Sache lässt mir keine Ruhe. Das Thema heißt, dich selbst mehr lieben als jeden anderen. Mehr. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Ich verstehe den Schreck. Aber ich glaube, gemeint ist was anderes. Nicht du bist besser als andere, sondern hör auf, dich ständig mit anderen zu vergleichen. Ah, vergleichen. Das ist mein Thema. Ich mache das ständig. Vor allem am Handy. Wer nicht? Du machst das Handy auf und alle haben ein schöneres Leben. Bessere Wohnung, besseres Deutsch, glücklichere Kinder. Und du fühlst dich klein. Genau. Und die Leute zeigen online ja nur ihre besten 5 Sekunden. Immer. Du vergleichst dein echtes Leben mit allem Chaos, mit der Werbung von jemand anderem. Da kannst du nur verlieren. Das Spiel ist nicht fair.
Und was hilft? Ein Satz, der mir hilft. Vergleich dich mit dir von gestern, nicht mit dem Fremden im Handy. Konntest du vor einem Jahr diesen Satz auf Deutsch sagen? Nein? Dann bist du gewachsen. Oh, das nehme ich mit. Nicht mit den anderen. Mit mir von gestern. Das ist eigentlich total befreiend. Und jetzt kommt der spannendste Teil. Es gibt nämlich einen Grund, warum unser Kopf uns diese fiesen Sätze überhaupt sagt. Und der ist älter, als du denkst. Wie älter? Das erzähle ich dir gleich. Und ehrlich, als ich das verstanden habe, habe ich ganz anders auf mich geschaut. Aber lass uns kurz sammeln, was wir bisher haben. Machen wir. Also, Selbstliebe ist nicht Kerzen und Schokolade. Nein, es ist der Ton, in dem du mit dir redest. Wie mit einem guten Freund. Es ist nicht Egoismus. Egoismus ist dich zuerst, auf deine Kosten. Selbstliebe ist, ich zähle auch. Es heißt, Grenzen setzen. Nein sagen dürfen. Und ein ehrliches Nein macht dein Ja erst echt. Und statt sich mit anderen zu vergleichen, schau auf dich von gestern. Das ist der einzige faire Vergleich. Genau. Und jetzt der Teil, warum dein eigener Kopf oft dein härtester Kritiker ist. Das sitzt richtig tief in uns. Okay, jetzt bin ich neugierig. Warum ist der Kopf so gemein zu uns? Wenn ein Freund so mit mir reden würde, wäre der schnell weg. Genau das ist der Punkt. Diese Stimme im Kopf, die würdest du keinem Menschen erlauben. Aber bei dir selbst hört sie nie auf. Woher kommt die überhaupt? Oft kommt sie von früher. Ein Lehrer, ein Elternteil. Irgendwer hat mal was gesagt. Du hast es geschluckt und trägst es bis heute. Wie ein altes Radio, das immer weiterläuft. Ach so, also ist die Stimme manchmal gar nicht meine eigene. Selten ist die Stimme wirklich deine. Meistens ist sie nur ein Echo. Und das Verrückte, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Unser Kopf merkt sich das Schlechte besser als das Gute. Stimmt, 10 Leute loben dich, einer meckert. Und woran denkst du abends im Bett? An den einen, immer an den einen. Krass, oder? Das ist echt bei fast allen so. Es fühlt sich persönlich an, ist aber einfach, wie wir gebaut sind. Früher war das nützlich. Wer die Gefahr im Busch übersah, überlebte nicht. Also merkt sich das Gehirn lieber das Negative. Vorsicht hat Leben gerettet. Nur jagt uns heute kein Löwe mehr. Heute ist der Löwe eine E-Mail vom Chef. Haha, ja. Oder der Blick in den Spiegel morgens. Warte, ich will was Konkretes erzählen. Darf ich? Immer? Eine Freundin von mir kam vor ein paar Jahren nach Deutschland. Am Anfang konnte sie fast kein Wort Deutsch. So wie viele von euch da draußen, oder? Genau. Und sie hatte diesen einen Satz im Kopf, den ganzen Tag. Ich bin zu dumm für diese Sprache. Zu dumm, zu alt, zu spät. Autsch. Und das jeden Tag. Jeden Tag. Sie ging in den Supermarkt und wollte nur eine einfache Frage stellen. Wo ist die Milch? Und die Stimme sagte schon vorher, gleich blamierst du dich. Also sagte sie lieber gar nichts. Nichts. Sie lief 20 Minuten durch den Laden und suchte allein, nur um nicht reden zu müssen. Das kenne ich von so vielen. Die Angst redet lauter als der Wunsch. Und jetzt kommt der Teil, den ich liebe. Eines Tages fragte sie doch, ganz falsch mit Händen und Füßen, wo Milch bitte? Und die Welt ging nicht unter. Im Gegenteil. Die Frau im Laden lächelte, brachte sie hin und sagte langsam, hier, die Milch.
Und Maria sagte diesen einen Satz nie wieder. Welchen? Ich bin zu dumm. Den, weil sie gemerkt hat, nicht sie war das Problem. Der Satz im Kopf war das Problem. Und der war nicht mal wahr. Das ist der ganze Trick, oder? Du musst die Stimme nicht bekämpfen. Du musst sie nur einmal fragen. Stimmt das wirklich? Schreibt euch diese 3 Wörter auf. Stimmt das wirklich? Ja, nicht wegdrücken. Nur fragen. Ist das ein Fakt oder nur ein Gefühl? Und meistens ist es ein Gefühl, das sich als Wahrheit verkleidet hat. Schön gesagt. Ein Gefühl, das sich als Wahrheit verkleidet. Und weißt du, was mich an Marias Geschichte am meisten berührt? Sie hat sich nicht plötzlich perfekt geliebt. Sie war nur einmal freundlich zu sich. Ein einziges Mal. Einmal. Selbstliebe ist keine große Explosion. Es sind 1000 kleine Male, in denen du nicht der Stimme glaubst. Da ist übrigens ein Wort, das ich mag. Etwas länger, aber gut zu merken. Selbstfürsorge. Für sich selbst sorgen. Klingt gleich weniger kitschig als Liebe, oder? Viel besser. Selbstfürsorge. Man kümmert sich um sich, wie um einen Menschen, der einem wichtig ist. Und wichtig, das ist kein Luxus. Wer selbst leer ist, kann nichts geben. Ganz einfach. Ein leeres Glas füllt kein anderes. Guter Punkt für alle, die sagen, ich habe keine Zeit für sowas. Du kümmerst dich um alle. Die Kinder, die Arbeit, die Familie zu Hause. Nur um dich selbst nie. Und dann wunderst du dich, warum du irgendwann leer bist. Müde, gereizt. Wobei, kurz, da muss ich widersprechen, Jonas. Bitte, dafür sind wir hier. Manchmal wird Selbstliebe heute auch benutzt, um egoistisch zu sein. So nach dem Motto, ich höre auf mein Herz. Tschüss, mir egal, wie's dir geht. Ah, da hast du recht. Das ist die andere Seite. Genau. Echte Selbstliebe macht dich nicht kälter. Sie macht dich wärmer, auch zu anderen. Weil du nicht mehr aus Angst handelst. Wer sich selbst mag, muss nicht ständig beweisen, dass er gut genug ist. Und muss nicht jeden gefallen wollen. Das ist so anstrengend, allen gefallen zu wollen. Ein deutsches Wort dafür: Perfektionismus. Alles perfekt machen wollen. Klingt gut, aber oft ist es einfach nur Angst. Gut versteckt. Angst mit Krawatte! Das schreibe ich mir auf. Denk mal drüber nach. Warum will jemand alles perfekt machen? Meistens, weil er glaubt, nur wenn ich perfekt bin, bin ich etwas wert. Und das ist die Lüge. Du bist es vorher schon wert. Ohne Leistung. Einfach so. Das ist schwer zu glauben, wenn man es nie gehört hat. Ja, manche hören das zum ersten Mal mit 40. Du musst nichts leisten, um okay zu sein. Und gerade als Migrant, du kommst neu an, kannst die Sprache noch nicht, kennst die Regeln nicht. Da fühlst du dich schnell klein. Als wärst du weniger wert, weil du einen Akzent hast. Dabei ist es umgekehrt. Wer eine neue Sprache lernt, ein neues Leben aufbaut. Das ist Mut. Das ist Stärke. So wahr. Ihr da draußen, die ihr gerade zuhört und mitlernt, ihr macht etwas Schweres und ihr macht es trotzdem. Kleiner Tipp am Rande. Falls die Untertitel noch aus sind, macht sie an. Lesen und hören zusammen, das hilft beim Deutsch enorm. Und wenn's euch gefällt, abonniert uns, dann verpasst ihr nichts. Kostet nichts, hilft uns sehr. Zurück zum Kopf. Ich will euch noch was Praktisches zeigen. Diese harte Stimme, man kann tatsächlich mit ihr reden. Wie meinst du das, mit ihr reden? Stell dir vor, ein kleines Kind steht vor dir und hat einen Fehler gemacht. Sagst du,
Du bist dumm und wertlos. Niemals. Ich würde sagen, hey, das passiert. Komm, wir versuchen es nochmal. Und genau diesen Ton, den darfst du auch dir selbst geben. Das ist alles. Der gleiche Satz, den du einem Kind sagst, nur diesmal an dich. Fühlt sich am Anfang komisch an. Fast peinlich. Aber es wirkt. Ich mache das übrigens wirklich. Wenn ich einen Fehler mache, sag ich leise: Schon gut, Lena. Weiter geht's. Und? Peinlich? Am Anfang total. Jetzt nicht mehr. Es ist wie ein Freund, den ich immer dabei habe. Schöner Gedanke. Der eine Mensch, der dein ganzes Leben bei dir ist, das bist du selbst. Vom ersten bis zum letzten Tag. Da lohnt es sich echt, mit dem gut auszukommen. Und noch ein Gedanke, der mir wichtig ist. Vielen fällt Selbstliebe leichter, wenn sie merken, es geht nicht ums Fühlen. Es geht ums Handeln. Erklär das. Du musst dich nicht erst toll fühlen. Du handelst einfach freundlich zu dir. Und das Gefühl kommt dann langsam hinterher. Ach, interessant. Also nicht warten, bis ich mich liebe, sondern so handeln, als würde ich es tun. Genau. Iss was Warmes. Geh früh ins Bett. Sag einmal Nein. Kleine Taten. Das Gefühl folgt der Tat, nicht umgekehrt. Das nimmt so viel Druck raus. Man muss nichts fühlen. Man tut einfach. Und diese kleinen Taten summieren sich. Statt ich kann das nicht, sagst du dann, ich lerne das noch. Nach ein paar Wochen merkst du, der Ton in deinem Kopf ist weicher geworden. Ohne dass du groß dran gearbeitet hast. Fast nebenbei, weil du der harten Stimme jeden Tag ein bisschen weniger geglaubt hast. Wobei ich fair bleiben will. An manchen Tagen ist die Stimme einfach laut. Und man schafft es nicht. Und das ist auch okay. Sehr wichtig. Selbstliebe heißt nicht, jeden Tag stark zu sein. Es heißt auch, an schlechten Tagen nicht zusätzlich auf dich einzutreten. Also nee, mir geht's schlecht und ich bin schwach, weil's mir schlecht geht. Genau das ist der doppelte Boden. Der zweite Schlag ist der, den du dir selbst gibst. Und den kannst du weglassen. Lass den zweiten Schlag weg. Das ist eigentlich die ganze Botschaft, oder? Fast. Fällst du hin, ist das Leben. Trittst du dich unten noch, ist das der Kritiker. Und der darf jetzt mal leise sein. Okay, dann binden wir das mal zusammen. Wenn jemand nur einen Satz aus dieser Folge mitnimmt, welcher soll das sein? Für mich, behandle dich wie einen guten Freund. Wirklich. Wenn du nicht weißt, was du zu dir sagen sollst, frag dich, was würde ich meinem besten Freund jetzt sagen? Und dann sagst du das zu dir, nicht das harte Zeug. Genau. Wir sind zu Fremden oft freundlicher als zu uns selbst. Und das dürfen wir langsam drehen. Ich nehme was anderes mit. Diesen kleinen Satz von vorhin. Ich lerne das noch. Der hat mich echt getroffen, Ja, erzähl. weil er den Druck rausnimmt. Ich muss mich nicht ab morgen lieben. Ich lerne es, wie eine Sprache. Mal fließt es, mal stockt es. Und beides gehört dazu. Schön gesagt. Und niemand lernt eine Sprache an einem einzigen Tag. Eben, deshalb an alle, die gerade zuhören, seid geduldig mit euch. Ihr müsst nicht heute fertig sein. Und was mich freut, das ist keine Sache für Reiche oder für Menschen mit viel Zeit. Ein freundlicher Satz zu dir selbst kostet nichts. Den kann jeder heute anfangen. Heute Abend. Ein Satz. Nicht das ganze Leben umbauen. Ein Satz und morgen vielleicht wieder einer. So machen wir's. Und für alle, die mit dem Deutsch mitlesen,
Ich hoffe, die Untertitel unten haben geholfen. Ein Satz zum Mitnehmen und Aufschreiben. Ich lerne das noch. Sagt ihn diese Woche einmal laut, wenn die harte Stimme kommt. Ein starkes Bild. Der erste Schlag ist das Leben. Den zweiten gibst du dir selbst. Und den lässt du ab jetzt einfach mal weg. Weglassen. Das ist unser Wort für heute. Jonas, ich fand das eine richtig warme Folge. Ich auch, Lena. Danke, dass ihr bis hierher dabei wart. Das bedeutet uns viel. Wenn dir das gut getan hat, abonnier uns, dann bleiben wir in Kontakt und du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Und eine kleine Aufgabe für diese Woche? Red einmal mit dir wie mit einem guten Freund. Einmal reicht. Passt gut auf euch auf. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.